David Miller, ein Bauer, der in der Nähe des Krüger-Nationalparks lebt, kehrt nach einer Woche Urlaub auf seine Farm zurück. Sein alter Bagger lag noch immer regungslos neben dem Feld, bedeckt mit einer Schicht trockenen Staubs. Er startete den Motor, dessen Geräusch über die weite Fläche hallte, die an das Krüger-Naturreservat grenzte. Die Morgensonne brannte auf die trockenen, rissigen Felder und die Hitze ließ ihn ständig schwitzen. David begann, einen langen Graben auszuheben, um einen Zaun zu errichten, der das Vieh vor den umliegenden Wildtieren schützen sollte. Die Erde wurde Schicht für Schicht aufgeschaufelt und fiel auf beiden Seiten herunter, wodurch ein tiefer und langer Graben entstand. In der Umgebung war es still, nur das Geräusch des Motors und der Wind, der über die kargen Felder wehte, waren zu hören. David konzentrierte sich auf das Fahren, seine schwieligen Hände umklammerten das Lenkrad fest, seine Augen waren auf seine Arbeit gerichtet. In seinem Herzen wollte er nur bald fertig werden, damit er rechtzeitig nach Hause zurückkehren konnte. Doch dieser scheinbar friedliche Morgen öffnete die Tür zu einem unvergesslichen Erlebnis. Während er grub, hörte David plötzlich ein leises Geräusch aus dem Graben vor ihm. Er stoppte die Maschine sofort, sein Herz hämmerte, und versuchte, sicherzugehen, dass es nicht das Maschinengeräusch war. Es war ein müdes, heiseres Winseln, das zunächst wie eine verletzte Wildkatze klang. David stieg von der Maschine ab und näherte sich dem Rand des Grabens, wobei er angestrengt den Blick darauf richtete. Auf dem staubigen Boden erkannte er die hagere Gestalt eines großen Tieres. Als er näher kam, stellte er verblüfft fest, dass es sich um einen erschöpften, abgemagerten Löwen handelte. Gelbes, schmutzbedecktes Fell, der Körper nur aus Haut und Knochen. Es atmete schwach und seine zitternden Beine scharten leicht über den trockenen, rissigen Boden. David spürte, wie ihm das Herz schmerzte, als würde er zusehen, wie das Leben vor seinen Augen schwand. Er vermutete, dass der Löwe wahrscheinlich schon seit Tagen ohne Futter und Wasser festsaß. Er kniete sich dicht vor sie hin, seine Hand zitterte, als er sie ausstreckte, in der Hoffnung, eine Reaktion hervorzurufen. Als er ein leises Stöhnen hörte, wusste David, dass er sofort handeln musste. David holte schnell sein altes Telefon aus der Tasche und wählte die Nummer der Krüger-Ranger. Seine Stimme zitterte, als er den schrecklichen Zustand des sterbenden Löwen beschrieb. Am anderen Ende der Leitung bestätigten die Ranger, dass sie innerhalb von 30 Minuten da sein würden. David legte den Hörer auf, sein Herz war voller Sorge, seine Augen waren noch immer auf das arme Tier gerichtet. Er zog seinen Mantel aus, um sich vor dem grellen Sonnenlicht zu schützen, das seinen dünnen Körper verbrannte. Jede Sekunde schien endlos, jedes Stöhnen ließ sein Herz noch mehr zusammenzucken. Er machte sich Vorwürfe, weil er sich eine Woche freigenommen hatte, den Graben unfertig ließ und den Löwen gefangen hatte. Wenn er nicht so lange innegehalten hätte, hätte er den Löwen vielleicht viel früher entdeckt. David setzte sich an den Rand des Grabens und betete, dass Hilfe kommen würde, bevor es zu spät war. In seinem Herzen erstickte ihm die Angst, dass es sterben würde, bevor es gerettet werden konnte. Das Geräusch eines Autos in der Ferne ließ David fröhlich aufstehen und winken. Zwei Ranger, Samuel Kumalo und Jakob Lamini, stiegen schnell mit Rettungssäcken aus. Sie näherten sich mit angespannten Augen, als sie den mageren Löwen im Graben liegen sahen. Samuel kniete nieder, um seinen Herzschlag zu überprüfen. Sein Gesicht zeigte Anzeichen von Angst angesichts seines Erschöpfungszustands. Sie kamen zu dem Schluss, dass der Löwe dort wahrscheinlich 5 Tage lang gefangen gewesen war. Jakob sagte leise, keine Narkose nötig, es ist so schwach, dass es keine Kraft hat, Widerstand zu leisten. Als David das hörte, war sein Herz angesichts der harten Wahrheit sowohl erleichtert als auch verletzt. Die beiden Ranger besprachen schnell einen Rettungsplan und verschwendeten keine weitere Zeit. Samuel wandte sich an David, um ihn daran zu erinnern, während der Bauarbeiten Absperrungen zu errichten, um Unfälle für Mensch und Tier zu vermeiden. David senkte den Kopf und versprach reumütig, diesen Fehler nie wieder zu wiederholen. Sie bereiteten Seile und dicke Tücher vor, um den Löwen aus dem Graben zu holen. Die Atmosphäre war angespannt, jede Bewegung wurde bis ins kleinste Detail sorgfältig ausgeführt.
David stand mit klopfendem Herzen daneben und betete im Stillen, dass das zerbrechliche Leben gerettet werden möge. Samuel hielt die Vorderpfote, Jakob die Hinterpfote, und gemeinsam hoben sie den dünnen Löwen hoch. David half dabei, das Seil festzuziehen. Seine Hände zitterten, aber er war entschlossen, die Chance, es zu retten, nicht verstreichen zu lassen. Stück für Stück wurde der schwere, aber erschöpfte Körper aus dem trockenen, rissigen Graben gehoben. Der Schweiß rann ihnen allen dreien über die Stirn, ihre Atmung beschleunigte sich in der erstickenden Anspannung. Der Löwe öffnete schwach die Augen, schloss sie dann wieder und stieß einen langen Atemzug aus. Sie legten es auf ein dickes Tuch und deckten es mit einer Decke zu, um seine Körpertemperatur zu halten. Vorsichtig hoben sie ihn in den Lastwagen und bereiteten sich darauf vor, ihn sofort wegzubringen. David atmete erleichtert auf, seine Augen füllten sich mit schwacher Hoffnung. Das Auto sprang an, Staub wirbelte auf, als es die Farm verließ. David stand still, beobachtete und betete, dass der Löwe überleben würde. Das Auto kam bei einer kleinen Veterinärstation in der Nähe des Krüger-Nationalparks an, wo ein Ärzteteam bereitstand. Der Löwe wurde in die Notaufnahme gebracht, helles weißes Licht schien auf seinen erschöpften Körper. Der Arzt untersuchte ihn gründlich, sein Gesicht war aufgrund schwerer Unterernährung angespannt. Schlussfolgerung: Er war stark dehydriert und erschöpft und benötigte sofort intravenöse Flüssigkeiten und Nahrungsergänzungsmittel. Der Infusionsschlauch wurde angeschlossen, jeder Tropfen Flüssigkeit tropfte herunter und hielt eine kleine Hoffnung auf Leben aufrecht. Am ersten Tag lag es einfach nur regungslos da, die Augen geschlossen und atmete schwach, als würde es gleich ohnmächtig werden. Ärzte und Krankenschwestern wechselten sich im Dienst ab und zeichneten jedes Lebenszeichen auf. David rief an, um nach ihr zu sehen, seine Stimme zitterte vor Sorge. Auch Samuel und Jakob kamen regelmäßig zu Besuch und machten ihr Mut, dass es noch eine Chance gab. Die Zeit verging wie ein Wettlauf mit dem Tod, die Menschen beobachteten jeden Atemzug. Am zweiten Tag war die Atmung des Löwen gleichmäßiger und sein Körper zitterte nicht mehr so heftig. Am dritten Tag berichtete der Arzt erfreut, er konnte selbstständig sitzen, Wasser trinken und weiches Fleisch essen. David besuchte es und war gerührt, als er sah, dass seine Augen offen waren und sein Blick schwach, aber voller Leben war. Samuel lächelte und sagte, der Genesungsprozess verliefe besser als erwartet. Jeden Tag stand es allmählich auf, ging unsicher, war aber stärker als zuvor. Jakob brachte noch mehr frisches Fleisch mit, das ihm half, schnell wieder zu Kräften zu kommen. Eine Woche verging, sein Körper war voller Leben, seine Augen leuchteten, seine Schritte waren sicherer. David fühlte sich erleichtert, als wäre eine Last, die ihn viele Tage lang verfolgt hatte, von ihm genommen worden. Die Ärzte bestätigten, dass es bereit sei, die Intensivstation zu verlassen. Pläne, es in einem halbwilden Gehege unterzubringen, wurden sofort in die Tat umgesetzt. Der Löwe wurde in ein halbwildes Gehege im Krüger-Nationalpark gebracht, um sich auf natürliche Weise zu erholen. Es ging langsam, aber entschlossen, und seine Augen leuchteten vor neuem Leben. David, Samuel und Jakob standen da und sahen zu, erfüllt von unbeschreiblicher Freude. Ranger sagen, dass es in nur wenigen Monaten wieder in der Wildnis sein könnte. David betete im Stillen, dass er sich immer an diesen Tag erinnern würde, als an ein Wunder im Alltag.